In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der in der Lage ist, den IAC-Indikator zu handeln und Trailing Stops zu verwenden. Sehen wir uns also an, wie wir das machen können. Um zu beginnen, klicken Sie bitte auf das kleine Symbol hier oder drücken Sie F4 auf Ihrer Tastatur. Jetzt sollten Sie das Fenster Meta-Editor sehen und hier klicken Sie auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage. Wir beginnen mit der Einbindung der Trade-Bibliothek. Dies geschieht mit Hilfe der Include-Anweisung. Die Handelsbibliothek heißt trade.mqh und enthält mehrere nützliche Handelsfunktionen. Wir werden sie verwenden, um Positionen zu eröffnen und bestehende Positionen zu ändern. Anschließend erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade und nennen sie Trade. Jetzt erstellen wir ein paar Eingabevariablen. Dies sind benutzerdefinierte Variablen, die vom Benutzer geändert werden können, ohne dass er den Quellcode anfassen muss. Wir haben eine für die Lookback-Bars. Dies ist die Anzahl der Kerzen, die wir zur Berechnung der Höchst- und Tiefstwerte verwenden. Wir haben auch eine Variable Minimum Candlespec. Dies ist die Mindestanzahl von Kerzen, die ein Hoch oder Tief alt sein muss, um gültig zu sein. Und wir haben eine Variable für den Trailing Offset. Dies ist die Sicherheitsmarge für den Trailing Stop in Punkten. Anschließend erstellen wir ein paar globale Variablen. Wir benötigen eine Integer-Variable für das IAC-Handle. Dies ist das Handle, mit dem wir auf den IAC-Indikator zugreifen. Außerdem benötigen wir einen Ringpuffer für die IAC-Werte. Dies ist ein Array, das wir zum Speichern der IAC-Werte verwenden. Und wir brauchen ein Array für die OHLC-Kursdaten. Dies ist ein Array, in dem wir die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für jede Kerze speichern. Die Funktion onInit wird einmal ausgeführt, wenn der Expert Advisor gestartet wird. Hier erstellen wir das IAC-Indikator-Handle. Wir verwenden die IAC-Funktion für das aktuelle Symbol auf dem Chart und die Periode H1. Der Accelerator Oscillator benötigt keine zusätzlichen Parameter. Wir verwenden Array SetAsSeries, um die Arrays als Zeitreihen zu konfigurieren. Das heißt, dass die neuesten Daten bei Index 0 stehen. Wir tun dies für das Array IAC-Werte und für das Array Preisdaten. Schließlich geben wir einen Erfolgscode zurück. Die Funktion Kaufposition eröffnen wird verwendet, um eine Kaufposition zu eröffnen. Zunächst ermitteln wir den aktuellen Ask-Preis, indem wir die Funktion Symbol InfoDouble für das aktuelle Symbol auf dem Chart und die konstante Symbol Ask verwenden. Anschließend verwenden wir die Methode PositionOpen der Klasse cTrade, um eine Kaufposition für 10 Mikrolots zu eröffnen. Wir übergeben das Symbol, den Auftragstyp, das Volumen, den Preis, den Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar. In diesem Fall verwenden wir weder einen Stop-Loss noch einen Take-Profit. Die Funktion OpenSell-Position ist sehr ähnlich, aber wir verwenden sie, um eine Verkaufsposition zu eröffnen. Wir ermitteln den aktuellen Bidpreis, indem wir die Funktion Symbol InfoDouble für das aktuelle Symbol auf dem Chart und die konstante Symbol Bid verwenden. Anschließend verwenden wir die Methode PositionOpen der Klasse cTrade, um eine Verkaufsposition für 10 Mikrolots zu eröffnen. Wir übergeben das Symbol, den Auftragstyp, das Volumen, den Preis, den Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar. In diesem Fall verwenden wir weder einen Stop-Loss noch einen Take-Profit. Die Funktion OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt. Dies ist die Hauptlogik der Strategie. Zunächst rufen wir die historischen Kursdaten ab. Wir verwenden die Funktion CopyRates für das aktuelle Symbol auf dem Chart, den Zeitraum H1 beginnend mit der Kerze 0 für die Anzahl der Lookback-Bars und speichern das Ergebnis im Kursdatenarray. Anschließend laden wir die IAC-Werte aus dem Indikator-Puffer. Wir verwenden die Funktion Puffer kopieren, übergeben das Indikator-Handle, die Puffernummer 0, beginnend mit der Kerze 0, für die Anzahl der Lookback-Bars und speichern das Ergebnis im IAC-Puffer. Jetzt prüfen wir, ob wir offene Positionen haben. Wir setzen die Variable HasOpenPosition auf False
und setzen den Current Position Type auf Buy. Dies ist nur ein Standardwert. Jetzt durchsuchen wir alle offenen Positionen, um die relevanten Positionen zu finden. Wir verwenden eine Vorschleife und zählen von der Anzahl der Gesamtpositionen -1 bis 0. Wir ermitteln die eindeutige Ticketnummer für jede Position mit der Funktion Position getTicket. Wir prüfen, ob die Position zum aktuellen Symbol gehört, indem wir die Funktion Position selectByTicket und die Funktion Position getString für das Positionssymbol verwenden. Ist dies der Fall, setzen wir die Variable hasOpenPosition auf True und speichern den Typ der aktuellen Position, indem wir die Funktion Position getInteger für den Positionstyp verwenden. Schließlich verlassen wir die Schleife. Nun kommen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung. Wenn der IAC-Wert für die aktuelle Kerze über 0 liegt, haben wir ein Aufwärtsmomentum. Wenn wir keine offene Position haben, eröffnen wir eine neue Kaufposition, indem wir die Funktion OpenBuy-Position aufrufen. Wenn wir eine offene Kaufposition haben, prüfen wir, ob es einen Trailing Stop gibt. Wir ermitteln den Index des niedrigsten Tiefstkurses in der Lookback-Periode, indem wir die Funktion iLowest für das aktuelle Symbol auf dem Chart, die Periode H1, den Modus Tiefstkurs, die Anzahl der Lookback-Bars und ausgehend von der Kerze 0 verwenden. Wir holen uns den letzten Tiefstkurs aus dem Preisdaten-Array. Jetzt prüfen wir zwei Bedingungen. Das Tief muss mindestens die Minimum Candles Back alt sein und der aktuelle Kurs muss über dem ermittelten Tief liegen. Wenn dies der Fall ist, berechnen wir das neue Stop-Level. Wir addieren den Trailing Offset in Punkten zum Tiefstkurs. Ein Punkt entspricht dem Wert der Variablen Point. Schließlich rufen wir die Funktion ProcessTrailingStop auf und übergeben das neue Stop-Level und den Positionstyp Buy. Wenn der IAC-Wert für die aktuelle Kerze unter 0 liegt, haben wir ein bärisches Signal. Wenn wir keine offene Position haben, eröffnen wir eine neue Verkaufsposition, indem wir die Funktion OpenSell-Position aufrufen. Wenn wir eine offene Verkaufsposition haben, prüfen wir, ob es einen Trailing Stop gibt. Wir ermitteln den Index des höchsten Hochs in der Lookback-Periode, indem wir die Funktion iHighest für das aktuelle Symbol auf dem Chart, die Periode H1, den Modus High, die Anzahl der Lookback-Bars und ausgehend von der Kerze 0 verwenden. Wir holen uns den letzten Höchstkurs aus dem Preisdaten-Array. Jetzt prüfen wir zwei Bedingungen. Das Hoch muss mindestens die Minimum Candles Back alt sein und der aktuelle Kurs muss unter dem ermittelten Hoch liegen. Wenn dies der Fall ist, berechnen wir das neue Stop-Level. Wir subtrahieren den Trailing Offset in Punkten vom Höchstkurs. Ein Punkt entspricht dem Wert der Variable Point. Schließlich rufen wir die Funktion ProcessTrailingStop auf und übergeben das neue Stop-Level und den Positionstyp Sell. Die Funktion ProcessTrailingStop wird verwendet, um den Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zu aktualisieren. Wir verwenden eine Vorschleife und zählen von der Anzahl der Gesamtpositionen -1 bis 0 herunter. Wir wählen die Position über die Ticketnummer aus, indem wir die Funktion Position getTicket und die Funktion Position selectByTicket verwenden. Wir prüfen, ob die Position dem angegebenen Positionstyp entspricht und ob sie zum aktuellen Chart-Symbol gehört. Wenn dies der Fall ist, erhalten wir den aktuellen Stop-Loss-Wert, indem wir die Funktion Position getDouble für die Position SL verwenden. Jetzt aktualisieren wir den Stop-Loss auf der Grundlage des Positionstyps. Wenn die Positionsart Kaufen ist, prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob kein Stop-Loss vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, verwenden wir die Methode Position Modify der Klasse cTrade, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Wenn die Positionsart Verkaufen ist, prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen vorhandenen Stop-Loss gibt. Wenn dies der Fall ist, verwenden wir die Methode Position Modify der Klasse cTrade, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Und das war's schon. Jetzt können Sie auf die Schaltfläche Kompilieren klicken oder F7 drücken. Sie sollten hier keine Fehler erhalten. Und wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich vielleicht den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos.
Wenn das funktioniert, können Sie auf die kleine Schaltfläche hier klicken oder F4 drücken, um zum MetaTrader zurückzukehren. Zurück im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken Sie STRG und R. Bitte wählen Sie die neue Datei Simple IAC Trailing Stop X5. Aktivieren Sie hier den visuellen Modus und starten Sie einen Test. Hier sind wir nun. Der Expert Advisor wird ausgeführt und wir haben bereits unsere erste offene Position. Unser kleiner Expert Advisor funktioniert also wie vorgesehen. Und wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Bis jetzt haben Sie gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der in der Lage ist, den IAC-Indikator zu handeln und Trailing Stops zu verwenden, und Sie haben ihn mit ein paar Zeilen MQL-Code selbst programmiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.